brandneu und wir haben ihn natürlich bereits vor der Linse, der Liseo. Einer der kleinsten Liseos, die es gibt, jetzt schon auf Fiat Ducato 8, 140 PS und eigentlich mit einem fast klassischen Grundriss, aber mit natürlich dem Design von Liseo, was einzigartig ist und vielen tollen Extras, die er mit drin hat, die man in der Liseo-Serie natürlich findet. Ja, hier ist der Liseo, den wir gezeigt haben gestern. Das heißt, Mittelhubbett mit drin und eine Face-to-Face-Sitzgruppe. Das ist das, was man eigentlich kennt. Das ganze Thema Face-to-Face im TD 680G Harmony Line. Da gibt es ein eigenes Video zu, können wir euch zeigen. Mit großer Küche, Heckbad und Dusche. Und das Ganze für 84.300 Euro. Und das ist der kleine Bruder. Ein bisschen kürzer, ein bisschen kompakter. Die Maße werde ich euch gleich mal sagen. Markise in schwarz gehalten mit Beleuchtung hier mit drin. Große Heckgarage und das neue Heck von Liseo. Ja, Bürstner hat hier richtig zugelegt. Es ist eine Qualität auch hier verbaut, die wirklich ganz toll ist. Also praktisch seinesgleichen sucht. Öffnen. So, die war ein bisschen feste zu. Und die Heckgarage, da gehen auch locker 2 große E-Bikes rein. Und auf der rechten Seite habe ich zusätzlich nochmal Stauraum mit drin. Das heißt also nicht nur gerade geht es rein, sondern hier habe ich richtig Auflagen mit drin, gezimmert, das Ganze hier. Und das unter den großen Längsbetten, die hier mit drin sind. Kann man reinschauen, wir haben eine Zentralverriegelung mit drin. Die ist hier, bedeutet, wir brauchen nur mit einem Schloss zu öffnen. Das wurde mir auch gerade eben kurz zum Verhängnis. Jetzt geht es besser. Und das Dekor ist so matt gehalten hier. Also wenn man hier mal drauf schaut, hier, es gibt hier ja eine matte Dekorlinie, die mit drin ist. Freistart aktiv. Außen Gasanschluss ist hier mit drin. Eine ganz breite Aufbautür mit Fenster natürlich. Und diese schicke schwarze Markise mit der Beleuchtung mit drin. Das sieht schon richtig klasse aus. Ja, das ist das Heck. Das ist baugleich im anderen Fahrzeug. So sieht es denn aus. Natürlich mit Vorbereitung schon für die Rückfahrkamera mit drin. Hier vorne kann ich meine Bürstner Lampe mit reinmachen. Es gibt eine spezielle Akkuleuchte von Bürstner, die ich hier einbauen kann. Und das Ganze hier für 82.960 Euro, also ein paar tausend Euro kann ich sparen. Die Maße ist 6,99 Meter lang, die Breite 2,30 Meter, die Höhe 2,95 und ich habe eine Zuladung von 535 Kilogramm bei dem Fahrzeug hier. Also 3,5 Tonnen werden nicht gerissen. Ich kann damit fahren, ein sehr kompaktes Wohnmobil und das Ganze unter 3,5 Tonnen. Ja, wie ist es aufgebaut? Ich habe hier in der Mitte meine Standard-Sitzgruppe, die man ja auch kennt. Das Ganze in weiß gehalten mit viel Leder. Also schon fast ein klassischer Grundriss, den man ja kennt von vielen anderen. Trotzdem, man sieht das hier in dem Hubbett, das ist hier speziell geformt, da ist jeder Zentimeter ausgenutzt. Wir haben eine Ambientebeleuchtung im Hubbett mit eingebaut. Auch so ein paar Verarbeitungsdetails, die man einfach mal sehen kann. Ich arbeite hier mit Lederoptik. Das Ganze ist nochmal gesteppt hier mit drin. Also sehr hochwertig auch verarbeitet. Hier habe ich Stoffe mit drin. Das ist weich. Das heißt, das Raumklima ist ganz trocken. Hier halt nichts. Hier auch nochmal eine Ladestation für diese Lampen, die es gibt, die ich auch verwenden kann als Tischlampe, als Taschenlampe und so weiter. Fiat Ducato 8, Fahrerhaus, Sechsganggetriebe, Fahrerhaus Klimaanlage und das sind die Sitze, Liseo Harmony Line in weiß mit Stoff, Inlays und weißem Leder. So sieht das Ganze aus. Kleine Sitzbank hier auf der Seite mit dabei und oben drüber dann das Hubbett. Hier der Tisch ist höhenverstellbar, also hier kann ich auch nochmal ein Bett draus bauen oder kann den absenken, damit ich die Füße drauf machen kann. Das geht. Hier ist der Hubbett-Schalter mit drin und hier sieht man auch, das hier ist schon direkt abgesenkt, da ist keine Blindklappe drauf, sodass ich dann das Hubbett komplett
herunterfahren kann. Das machen wir jetzt mal bis hierhin. Das ist die Liegefläche vom Hubbett, dass man die sieht. Und das Ganze ist so geformt, dass man hier eine Ausbuchtung in der Mitte hat, dass man also auch kleinere Kinder können also hier in der Richtung auch schlafen. Oder wenn man sich, ich sag mal, hier reinlegt, kann man das nutzen. Hier ist so ein Spezialstoff ist hier drunter, der ist atmungsaktiv, sodass es keine Staunässe geben kann, anstelle von einem Lattenrost und ein Rausfallschutz. Die Bettauflagen kann ich natürlich drauf lassen, bis zu einer gewissen Dicke, das können wir uns gleich mal anschauen. Automatische Sattanlage ist schon hier sehr mäßig mit drin und wir fahren es gerade nochmal hoch. Also das ist das Hubbett, das geht dann runter ungefähr bis zur Höhe von den Kopfstützen. Und die, ich sage mal, Kopffreiheit ist hier so, ich bin jetzt fast 1,90 Meter mit Schuhen und ich kann hier ganz ausgestreckt gerade drunter laufen. Das geht. So, Küche. Das ist hier versehen mit diesen typischen Features wie bei Liseo. Da kann ich einfach an der Seite das rausziehen. Habe meine Arbeitsplattenverlängerung mit drin, die ich auch jederzeit nutzen kann. Und die deckt dann die Spüle ab. 3 Flammen Kochfeld mit drin. Die Nespresso-Kapselhalter sind hier Serie an der Seite. Das Ganze dann auch noch hintergrundbeleuchtet. Ziemlich schick. Und jede Menge Stauraum auch mit der Möglichkeit hier Aufhängen von Tüchern, Steckkasten und Schubläden mit drin. Hier vorne das gleiche nochmal, 3-mal. Auch hier die Gasabsperrhähne, 3 Klappen. Und die sind jetzt nicht beladen, muss man noch dazu sagen, geht alles immer ein bisschen schwieriger. Sind natürlich selbst einziehend, aber unbeladen immer ein bisschen schwierig zu schließen. So, da kann man hier mal kurz orientieren. Die kleine Sitzbank vorne, die macht natürlich das Einsteigen dann auch sehr leicht, auch Schuhe anziehen und so weiter. Hier habe ich noch 2 Schränke unter dem Hubbett drunter und da meinen kompakten Wohnraum in einem sehr kompakten Fahrzeug. Viele wollen ja auch nicht so Riesenfahrzeuge haben, die werden hier bedient. Der Kühlschrank, der große Tedford, ganz lange Kühlschrank, der hier drin ist. Und den kennt man ja schon mit dem Getränkefach hier unten drin und dem Gefrierfach hier oben drin. Da hat man also sehr, sehr viel Platz und kann also auch Eis im Sommer hier machen. Da ist noch ein kleines Staufach drüber. Und gut schauen, wo man den Fernseher üblicherweise dann hier montieren würde. Hier auf der Seite, da ist der Fernseher da. Und hier ist auch schon die Halterung da. Der Fernseher ist so montiert, wenn das Hubbett unten ist, dass natürlich auch Fernseh geschaut werden kann. Da ist die Truma-Steuerung mit drin. Wenn das Bett runtergefahren ist, kann ich die auch problemlos dann auch verstellen vom Bett aus. Und hier habe ich jede Menge Fächer mit eingebaut. Das Ganze auch beleuchtet mit tiefen Eingriffen hier mit drin. So, gehen wir ganz kurz zum Heckbett, was hier jetzt eingebaut ist. Ich habe dann noch zusätzlich noch im Doppelboden Stauraum und gehe jetzt mal nach hinten durch. Hier ist Steuerung Boiler, Duo-Control von den Gasflaschen mit eingebaut. Und dann kann man kurz schauen, kann man das hochdrücken? Nein, aber hier ist ein Apotheker mit drin. Also ein richtiger Schrank, wo ich meine Bettwäsche und so weiter, habe ich auch noch nie gesehen. Das ist natürlich genial. Du musst dich kaum bücken, kommst von oben richtig gut ran, kannst sogar hier Schuhe reinstellen. Sehr pfiffig gemacht. Das sieht gut aus. Hier habe ich meine Stufe. Die ist jetzt hier übereinander. Und die unterste Stufe kann ich rausziehen. Auch nochmal jeweils mit dem Staufach mit drin. Und die ziehe ich dann rein, wenn ich hier die Schränke aufmachen möchte. Hier habe ich dann noch einen Kleiderschrank mit drin. Und auch hier kann ich die Kleiderstange einfach rausziehen, damit es nicht klappert. Ist hier oben so ein Samtbelag drauf. Das ist gut gemacht. Ja, die Vereinzelung hier geht über so einen Faltvorhang. Und hier das typische Bett mit einer Verlängerung. Die sieht allerdings so aus, die ist nicht zum Rausziehen, weil sehr viele, die, ich sag mal, montieren sich das fix, wenn sie es brauchen. Ansonsten benutzen sie die Längseinzelbetten jeweils einzeln über diesen Einstieg
sehr bequem dann über 2 Stufen zu erreichen. Also 2 Betten mal wieder hier auf der Fahrerseite, etwas länger, das Bett. Und oben habe ich so Flächenvorhänge, die einen ganz schicken Vorteil haben. Das zeige ich euch mal gerade. Wenn der jetzt unten ist, dann könnt ihr sehen, dann kann man den Flächenvorhang so machen, dann kann man so einstellen, dass keiner durchgucken kann. Und dann kann man einfach so verstellen, dann ist er offen. So dass man das offen lassen kann. Man kann es hier sehr schön sehen. Wir gucken mal raus. Jetzt fahre ich den Flächenvorhang runter. Und dann hat er 2 Stellungen. So kann ich noch ein bisschen rausgucken. Und so ist er jetzt komplett verschlossen. So ist er zu. Jetzt kann zumindest mal keiner direkt reinschauen. Er sieht vielleicht, dass noch jemand drin ist, aber er sieht nicht genau, was los ist. 3 Schränke da drüber. Indirekte Beleuchtung, jede Menge USB und Co. hier eingebaut. Und der Badbereich jetzt nicht als Raumbad, sondern als Schwenkbad hier wahrscheinlich. Ja, Schwenkbad ist mit drin. Und jetzt gucke ich mal gerade, ist immer wieder eine große Herausforderung. Wo sind denn die Lichtschalter? Könnte Schwenkbad. Ja, ich habe ihn gefunden. Da ist er. So, jetzt diesmal ist er unterm Schrank. Das ist immer ein großes Rätselraten. Sehr oft auch mal gerne unter dem Waschbecken die Schalter. Und hier indirekte Beleuchtung mit drin. Großes Schwenkbad, das werden wir gleich mal sehen. Die Dusche, interessanterweise, obwohl es ein Schwenkbad ist die komplett zugänglich. Das heißt, die kann ich jetzt sogar nutzen, um hier zum Beispiel zu reinigen oder irgendwas zu machen. Also die Dusche ist da. Ich könnte aber auch, das ist ein nettes Feature, mit der Dusche die Toilette reinigen. Da ist zwar noch nie einer drauf gekommen, aber das mache ich laufend. Mit warmem Wasser kann ich dann hier die Toilette reinigen. Eine Tedford-Kassettentoilette mit drin, die natürlich drehbar ist, dass ich die mir so in den Winkel schieben kann, dass die Füße am meisten Platz haben. So, großer Schrank. Hier ist die automatische Sattanlagensteuerung drin. Und hier unten noch eine 230 Volt Steckdose, Waschbecken und natürlich unser Schwenkbad. Oben Handtuchhalter. Ich schwenke mal raus. So, da mal sehen, wie es geht. Jetzt hoffe ich, dass ich hier mit einem Griff, ja, geht. Mit 2 Händen geht es natürlich viel besser als mit einer Hand, aber es funktioniert. Und dann habe ich hier meine Dusche. Hier habe ich den Einstieg mit dabei. Und das wäre dann der Zugang und innen drin eine komplette abgeschlossene Dusche hier drin. So, ich schwenke die mal zurück. Das geht also hier vorne gegen. Das ist so die Öffnung. Vielleicht kriegt man es sogar noch ein bisschen weiter auf, wenn man die Toilette ganz eindreht. Das probiere ich mal gerade. Und das ist auch der Fall. Jetzt kriege ich sie komplett auf. Also jetzt öffnet sich die Dusche komplett. Und das ist mein ganzer Duschraum, den ich habe im Liseo. 2 Handtuchhalter hier auf der Seite. Echt viel Raum. Ja, und wenn man dann fertig ist mit Duschen, einfach zumachen, Bad zurückschwenken und das war's. Hält auch sicher. Hier unten noch ein Schränkchen mit dem Toilettenpapierabroller und ein schönes Feature natürlich, endlich mal Ablagen für Shampoo und Seife und so weiter. Fehlt bei einigen leider. 2 Abläufe unten am Boden, damit es natürlich dann auch gut ablaufen kann. Hier haben wir vielleicht noch ein Staufach. Könnte aber auch eine Serviceklappe sein für Wassertanks. Da ist ein Leiter drin im Staufach. Echt, passt da ein Leiter rein? So groß. So, also unser Bett. Längs Einzelbetten. Und dann die Küche, Kühlschrank. Direkt ineinander überlaufend. Also da ist jetzt die Küche mit dem Wohnraum. Hier linke Seite Kühlschrank, der wirklich von oben bis unten geht. Küche mit drin, Hubbett hier oben. Das heißt also bis zu 4 Personen können hier schlafen, vielleicht sogar 5, aber es können hier nur 4 mitfahren jetzt in dem Fall. Und dann mein Fahrerhausbereich, bei dem ich natürlich auch beide Sitze drehen kann. Es ist nur ein Sitz gedreht. Aber das wäre jetzt so ein typisches Setup für einen Tag. Einer dreht's mal ganz kurz, der Fahrersitz bleibt vielleicht sogar noch da, weil man nur gerade auf einer Durchreise ist, einen kurzen Stopp macht
Und die zweite Person hat dann hier Platz. So, last but not least, hier ist gerade eine Freistadt-Fußmatte drunter. Guck mal noch hier rein. Hier ist noch ein Staufach. Man hat also wirklich alles genutzt. Und auch das ist beheizt. Also schon nochmal was ganz anderes wie ähnliche Systeme. Ja, guck mal hier mein Mikro. Nehme ich mal mit. Denn wir machen jetzt Abmoderation. Denn so ein Grundriss gibt es so ähnlich von natürlich auch vielen, aber dann nicht in dieser Ausführung hier. GFK-Dach, GFK-Fußboden, der große Kühlschrank 142 Liter, ein Thermoflur, Funktionsboden, also ein Doppelboden mit drin. Und wie er hier kostet, 82.960 € mit dem Fiat Ducato 8. Aber genaue Preise bitte erfragen beim Freistaat. Denn das hier ist jetzt ein Aussteller. Ich habe auch gehört, es gibt Preiserhöhungen. Also am besten da mal nachfragen oder eine E-Mail schicken. Der Liseo in einer etwas kleineren Ausführung, 7 Meter. Danke fürs Einschalten. Ja, abonniert unseren Kanal German Television. Und denkt dran, wir haben ja noch einen zweiten Kanal, German Television Plus, für das Thema E-Bikes. Den habe ich auch verlinkt. Und das Fahrzeug, das haben wir bereits schon gefilmt. Gibt es ein eigenes Video zu. Das ist das mit der Face-to-Face-Sitzgruppe. Und jetzt schauen wir uns gleich mal ein ganz neues Fahrzeug an. Der wahrscheinlich größte Liseo, den ich zumindest kenne. Er steht hier. Und es ist der TD 728G Harmony Line. Ein richtig ausgewachsenes, großes Fahrzeug. Danke fürs Einschalten. Ciao.